Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie befinden sich in der Serie Unsere Hunde und in dieser möchte ich Ihnen heute den Bordeaux-Dogenrüden Simba vorstellen. Ja, leider ist dieser wunderschöne Franzose im Oktober 2024 im Alter von 8,5 Jahren verstorben. Das hält uns aber lange nicht davon ab, ihn nochmal fest losgaloppieren zu lassen, und genau das werden wir heute in diesem Video auch tun. Doch bevor wir Simba von der Leine lassen, sehen wir kurz mal in die Rasse Bordeaux-Dogge rein. Dieser Hund zählt zu den ältesten Rassen Frankreichs. Über die genaue Herkunft dieses Molossers sind sich Experten nicht ganz einig. Sicher ist man sich aber, dass die Bordeaux-Dogge auf die Kriegshunde antiker Völker zurückgeht. Das ist unbestritten. Im Mittelalter wurden Hunde dieses Typs mit Vorliebe zur Jagd auf Großwild wie Wildschwein, Hirsch, aber auch Bären eingesetzt. Schriften sprechen dabei von einem Hund, welcher das Wild fester packen konnte, als 3 andere Hunde zusammen das schafften. Mittelalterliche Höfe, Burgen, Schlösser wurden häufig von Hunden dieses Typs bewacht, und in Frankreich konnte man sich zu dieser Zeit in solchen Einrichtungen öfter mit einem Vorfahren der Bordeaux-Dogge konfrontiert sehen. Außerdem war dieser Muskelprotz ein gesuchter und beliebter Begleiter von Metzgern und Viehhändlern, deren Ware er auf den Märkten bewachte und beschützte. Kraft, Furchtlosigkeit und beeindruckende Erscheinung machten diesen Hund zu einem beliebten Arbeitshund der einfachen Leute, aber auch wohlhabenden Herrenhäuser. Der Name Bordeaux-Dogge, der tauchte zum ersten Mal im 19. Jahrhundert auf, als sich dieser Doggentyp aus Bordeaux gegen Doggentypen aus Paris und Toulouse aufgrund verschiedener Vorzüge durchsetzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg fast ausgestorben, erlebte diese Rasse dann ab den 70ern des vorigen Jahrhunderts ein Comeback und hat heute eine große Anhängerschaft. Zu Recht, das sind fantastische Hunde. Wenn da nur nicht diese Kurzlebigkeit wäre, häufig zusammenhängend mit Problemen der Pumpe, des Herzens. Ja, ewig schade. Nun zu Simba selbst, welcher Ela, ihren Partner Damiano und deren Tochter Marcella 6,5 Jahre lang liebte und beschützte. Passen Sie auf. Vor Simba kannte Ela Bordeaux-Doggen nur aus Zeitschriftenartikeln und aus dem Fernsehen. Sie hat mir zwar nichts von Scott und Hooch, Sie wissen schon, dieser Film mit Tom Hanks und dieser schönen Bordeaux-Dogge, geschrieben. Ich gehe aber davon aus, dass Tom Hanks und dieser Franzose, welcher da diesem Film mitgespielt hat, hier ein großes Wörtchen mitgeredet haben bei dieser Entscheidung von Ela und Familie zur Rasse. Also davon gehe ich aus. Ja. Ela verliebte sich in diese Molosser und sagte, wenn ich mir mal einen Hund holen sollte, dann kann es nur solch einer werden. Ja. Nun, irgendwann stieß sie auf eine Annonce eines Bordeaux-Doggenzüchters, welcher seine Tätigkeit krankheitsbedingt einstellen musste, und genau bei diesem Züchter wartete ein 2-jähriger Rüde darauf, dass Ela und Familie ihn entdeckt. Das tat sie. Völlig ohne Vorkenntnisse zu diesem Hund fuhren sie nach Sachsen und nahmen diesen 2-jährigen Rüden mit nach Bayern. No risk, no fun, sagt man, oder? Ja. Simba hielt absolut nichts von sozialem Verhalten Artgenossen gegenüber. Alles auf 4 Beinen lief in Gefahr, zwischen seinen mächtigen Kiefern zu landen. Ja. Und dass Bordeaux-Doggen mächtige Kiefern haben, das ist unbestritten. Ja, keine Aufklärung, keine Erfahrung, noch dazu ein erwachsener Hund der Abteilung mächtig. Und ich würde sagen, es gibt perfektere Mensch-Hund-Teams. Ja, auf jeden Fall. Doch, Ela und Damiano nahmen sich dem Problem an.
Eine passende Hundeschule mit neutraler Haltung zu einem Listenhund war in Bayern nur schwer zu finden und dennoch fanden sie einen Top-Hundetrainer, der es mit ihnen zusammen diesbezüglich anging. Alles wurde schnell einfacher und besser. Seine unbeirrbare Dominanz nicht kastrierten Rüden gegenüber, die blieb allerdings bis zum Schluss. Simba hatte 66 cm Schulterhöhe und wog zu Glanzzeiten 60 Kilo. Ein tolles Bordeaux-Dogen-Rüden-Verhältnis, möchte ich sagen. Ja, ein Bordeaux-Dogen-Rüde mit 66 cm Schulterhöhe weist, wenn er dem Rassestandard entspricht, auch einen Schädelumfang von 66 cm vor. Denn das ist das Rassestandard-Ziel. Silber Kopfumfang wie Schulterhöhe, weshalb Bordeaux-Dogen heute zu den Hunden mit den mächtigsten Köpfen zählen. Also, lassen wir uns das auf der Zunge zergehen. Wenn Simba, und davon gehe ich aus, wenn ich mir die Bilder ansehe, dem Rassestandard entsprochen hat, dann hat er auch einen Kopfumfang von 66 cm. Und das ist eine Hausnummer. Ja, Hündinnen liebte er. Zeigte aber erst recht spät typisches Rüdenverhalten, wenn die Mädchen läufig waren. Seine beste Freundin war eine Berner Sennenhündin, doch es gab auch ein Rottweiler-Mädchen, das ihn dazu bewog, sich manchmal wie ein Löwe aufzublasen und zu stolzieren, wenn er sie sah. Aber sie sollte ganz genau erkennen, welch Prachtkerl und eventueller Romeo er war. Wir kennen das von unseren Rüden, auch mein Hund Vito kann das gut. Es lebt noch eine Katze und ein Hase im selben Haushalt wie er. Am Anfang kamen Katze und Hund nicht wirklich miteinander aus. Zum Schluss allerdings schliefen sie im selben Bett und außerdem erlaubte Simba der Katze, vor ihm aus seinem Napf zu fressen. Er war ein brillanter Wachhund und Fremden gegenüber immer misstrauisch. Der beste Schinken, welcher ihm von Fremden angeboten wurde, den lehnte er unbestechlich ab. Das war so naturell. Niemand hat ihm das beigebracht. Das ist auch bei meinem Hund so. Sein Verhalten Kindern gegenüber, das war entzückend. Er mochte sie sehr. Ganz besonders liebte er die Tochter Marcella. Sie erinnert sich gerne daran, wie Simba sie auf den Schlitten sitzend durch den Schnee zog oder auf sie wartete, wenn sie von der Schule kam. Dann begrüßte er sie freudig und sah nach, ob er eventuell etwas vom übrig gebliebenen Pausenbrot abbekam. Ela schrieb mir, dass Simba sie und Marcella äußerst liebte, aber zu Damiano, seinem Herrchen, ein einzigartiges Verhältnis hatte. Wo Damiano hinging, da ging auch Simba hin. Im Alter von 8,5 Jahren versagte dann das Herz. Und als er ging, brach die Welt für Ela, Damiano und Marcella zusammen. Liebe Zuseher, ich kenne das nur zu gut. Ela ist sich bewusst, beim Erwerb mit Simba ein großes Risiko eingegangen zu sein. Doch trotz der fehlenden Erfahrung brachten sie es zustande, einen ziemlich kantigen Molosser zu einem gesellschaftsfähigen Hund zu erziehen. Sie hat mir geschrieben, dass sie durch Simba enorm viel gelernt haben und dass die beste Erfahrung war, die sie machen konnten. Simba war deren bester Freund. Und sie sind sich sicher, dass es für sie keinen besseren Hund hätte geben können. Ja, liebe Zuseher, das war Simba. Nun, was kann ich zu diesem herrlichen Rüden sagen? Zuerst mal die Frage: Ist es empfehlenswert, sich einen derart mächtigen Hund im Erwachsenenalter und schon geprägt als Hundeanfänger ohne wirkliche Kenntnisse zur Rasse und ohne Vorkenntnisse zum erwachsenen Hund selbst anzuschaffen? Großes Nein, ganz klar. Kann so etwas dennoch gut gehen? Ja, kann es, wie man am Beispiel hier sieht. Aber kann so etwas auch schief gehen? Wirklich schief gehen? Oh ja, kann es sehr wohl. Ist es aber nicht bei Simba, Ela, Damiano und Marcella. Ja, top-typischer Bordeaux-Dogen-Rüde, der Simba. Es ist nicht selten, dass Bordeaux-Dogen kantigeres Wesen zeigen als ähnliche Hunde wie Bullmastiff und Co. Seine Dominanz wunderte mich also nicht wirklich.
Hut ab vor Ela und Damiano, welche trotz fehlender Erfahrung zum Umgang mit mächtigen Hunden, wie Bordeaux-Doggen unbestritten welche sind, einen Vertreter dieser Rasse, noch dazu ausgestattet mit gewissem Drive, führen konnten. Hut ab, ja. Ganz rassetypisch war Simba ein exzellenter Wachhund. Wir auch haben ebenfalls in Sauerbrunn einen Bordeaux-Doggen-Rüden. Hier würde ich niemandem empfehlen, das Grundstück unerlaubt zu betreten. Ne? Ja, diesbezüglich sind Bordeaux-Doggen ganz sicher in der Top 20, in der Top 20 aller Hunderassen mit dabei. Für mich persönlich zumindest. Ne? Und er zeigte diese typische Molosser-Güte und Warmherzigkeit Kindern gegenüber, eine Charaktereigenschaft, für welche ich sie ganz besonders liebe, diese Kategorie der Hunde. Simba war ein wunderschöner Vertreter seiner Rasse und ich kann mir sehr gut vorstellen, welch herzlicher und liebevoller Familienhund er war. Außerdem bin ich unerschütterlich davon überzeugt, dass jeder, ausnahmslos jeder, der Ela, Damiano oder Marcella etwas hätte antun wollen, zuerst mal bei Simba hätte vorbeikommen müssen. Ja. Liebe Ela, es war mir eine Ehre, Simba vorstellen zu dürfen. Füttert euch mit dem Gedanken, dass Simba bei euch ein wunderschönes Leben hatte und dass es ihm nirgends besser gegangen wäre als bei euch. So tue ich das auch immer, wenn ich an meine ehemaligen Jungs denke. Ja. Liebe Grüße an dich, an Damiano und an Marcella, liebe Grüße nach Bayern. Ja, liebe Zuseher, das war Simba. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.